Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Immer mal wieder kommen von euch Fragen danach, ob ich mal schwierige Griffe auf der Blockflöte erklären könnte, im Video zeigen könnte. Und welche das genau sein sollen, das wird oft nicht dazu gesagt. Deshalb habe ich mir erlaubt, heute mal 6 Griffe auszuwählen, die nach meiner Erfahrung mit Blockflötenschülerinnen und Schülern schwierig sind. Und ich zeige euch diese und erkläre euch mal, was da so die Gefahren und die Schwierigkeiten dabei sein können. Ich habe diese 6 verschiedenen Griffe eingeteilt in 3 Griffe, die schwer zu greifen sind. Und 3 Griffe, die eigentlich nicht schwer zu spielen, aber schwer zu verstehen sind vom Kopf her. Was Letzteres bedeuten soll, das erkläre ich euch dann noch. Wir fangen erstmal an mit den 3 schwierig zu greifenden Griffen. Ich habe dazu eine Altblockflöte zur Hand, aber die Griffe sind natürlich auf jeder Blockflöte die gleichen, auf jeder hochbarocken Blockflöte. Ob ihr jetzt eine Sopranblockflöte habt oder eine Altblockflöte, Tenorblockflöte oder auch eine Bassblockflöte, das ist im Grunde gleich. Der erste schwierige Griff, den ich nennen möchte, das wäre bei der Altblockflöte das mittlere Gis. Oder auch das mittlere Ass. Die beiden sind nämlich enharmonisch verwechselt die gleichen. Das wäre dann genauso zu greifen. Auf der Sopranblockflöte wäre das ein mittleres Dis oder mittleres S. Und auf der Altblockflöte zeige ich euch jetzt erstmal, wie dieser Griff geht. Das ist der Griff, den ich immer nenne Brot ohne Kruste, nämlich oben nichts, unten nichts. Da habt ihr also den Daumen nicht auf dem Loch drauf, sondern wirklich entfernt davon, den Zeigefinger nicht auf dem Loch drauf, dann die nächsten beiden Finger drauf und die nächsten 3 Finger ganz drauf und unten wieder nichts drauf. Also Brot ohne Kruste, oben nichts, unten nichts und das ist das Gis. Warum ist dieses Gis oder auch Dis auf der Sopranblockflöte jetzt schwierig zu greifen? Ihr müsst dabei, wie gesagt, oben loslassen und unten loslassen und nur in der Mitte habt ihr Finger drauf. Im Idealfall haltet ihr aber mit diesen Fingern nicht eure Blockflöte fest. Und wie soll das gehen? Wenn ihr die Blockflöte nicht festhaltet, dann kann sie natürlich runterfallen. Wir möchten aber nicht, dass auf den Spielfingern sozusagen Gewicht lastet oder die fest draufdrücken müssen. Und eigentlich ist beim Blockflöte-Spielen unsere Stütze durch den rechten Daumen gegeben, der ja kein Loch schließen muss, und durch unseren Mund. Und diese beiden Punkte sind unsere Hauptstützpunkte. Hinzu kommt aber, dass ihr eine gute Haltung haben müsst. Wenn ihr eure Blockflöte auch bei aufrechter Haltung zu tief haltet, dann könnt ihr das Gis schwer spielen, ohne mit den Fingern festzuhalten. Das heißt, ihr müsst eigentlich eine aufrechte Haltung haben, damit ihr beim Gis oder beim Dis entsprechend loslassen könnt, in Anführungszeichen, und eure Finger, die die Löcher schließen, ganz entspannt locker drauflegen könnt. Das ist natürlich bei allen Tönen, die wir auf der Blockflöte spielen, der Fall. Bloß sobald das Gis ins Spiel kommt, fällt euch das besonders auf. Und hinzu kommt natürlich noch, dass der Griff recht ungewöhnlich ist, bei dem oben eben Daumen und Zeigefinger fehlen. Und diesem Problem mit der zu tiefen Flötenhaltung beim Gis werdet ihr vor allem begegnen in Kombination mit anderen Tönen. Wenn das Gis zum Beispiel mit einem hohen A im Wechsel ist, dann wird es beim hohen A vielleicht noch nicht so auffallen, dass ihr die Flöte nicht ganz hoch haltet. Aber wenn ihr den Wechsel spielt und dabei oben die beiden Finger loslassen müsst, dann werdet ihr merken, dass das nicht so ganz einfach geht. Was ihr euch also hier merken müsst, der Griff an sich ist nicht schwer zu spielen. Das scheint nur so, sondern ihr müsst ihn mit der richtigen Körper- und vor allem Flötenhaltung spielen. Und zu Anfangs habe ich ja erklärt, wie das Gis gegriffen wird. Und da ist es wichtig, dass ihr die 3 Finger der rechten Hand wirklich ganz drauf habt und nicht etwa den untersten Finger nur aufs Halbloch, wie das zum Beispiel bei einem tiefen Gis der Fall ist. Dazu kommen wir gleich noch. Also wichtig, dass ihr wirklich oben 2 Finger habt, unten 3 und sonst nichts. So, jetzt habe ich es ja schon verraten. Der nächste Problemton ist unser tiefes Gis.
Und zwar auf der Altblockflöte so gegriffen, dass ich alle Finger drauf habe, den vorletzten aber nur aufs halbe Loch und den kleinen Finger gar nicht drauf. Das ist das tiefe Gis. Auf der Sopranblockflöte wäre das natürlich ein tiefes Dis. Und wenn wir wieder enharmonisch verwechselt denken, dann ist es auf der Altblockflöte ein tiefes As und auf der Sopranblockflöte ein tiefes S. Eigentlich hätte ich jetzt als Ton auch zum Beispiel das tiefe Fis wählen können, bei dem wirklich alle Finger drauf sind und der letzte nur halb. Der kommt aber nicht so häufig vor wie das tiefe Gis, deshalb nehme ich jetzt mal den. Aber alles, was ich zu diesem tiefen Gis gleich sagen werde, könnt ihr genauso übertragen auf ein tiefes Fis zum Beispiel. Hier gibt es sozusagen zwei Schwierigkeiten bei diesem Griff. Das eine ist das Halbloch, also dass ihr das Doppelloch nur halb nutzt. Und das andere ist die Lockerheit der Finger. Denn das kennen ja bestimmt viele von euch, dass die ganz tiefen Töne gerne mal quietschen und nicht richtig ansprechen. Dass man guckt, Mensch, wie kriege ich denn die Finger da richtig drauf? Und es quietscht noch, da ist was nicht richtig drauf. Man guckt sich das an und schon klingt es wieder schief. Und wie soll ich überhaupt ein halbes Loch hier schließen, wenn ich da gar nicht drauf gucken kann beim Spielen? Ich kann ja von oben eigentlich nichts sehen und wenn ich mir das so zurechtlege und spiele dann kann das auch wieder schief gehen, beziehungsweise wenn ich es mitten im Stück spielen muss, wie soll ich denn dann treffen? Und dazu kann ich euch nur den Tipp geben, dass ihr mal versucht, von einem tiefen G auszugehen. Also Sopranblockflöte wäre das ein D, wo der Finger einfach ganz drauf ist. Und dann habt ihr ja den Ringfinger, den untersten, habt ihr ja dann relativ gestreckt. Also bei mir ist der sehr gestreckt, weil mein Ringfinger relativ kurz ist. Aber jedenfalls könnt ihr probieren, diesen Ringfinger mal nicht wegzuziehen, um das Halbloch zu öffnen, sondern anzuheben, komplett weg vom Loch, ihn in der Luft etwas mehr zu beugen, zu knicken und dann mal mit der Fingerkuppe ganz sanft zu spüren, wo ist das halbe Loch. Das kann man nämlich spüren, wenn man da ganz vorsichtig drauf rumtippt, sage ich mal, dann kann man spüren, wo der Rand vom Loch ist. Und selbst wenn ihr das nicht könnt, dann funktioniert es einfach sehr gut, wenn ihr den Finger von der normalen gestreckten Lage aus hochhebt, etwas knickt und wieder drauflegt, dann trefft ihr fast immer die richtige Stelle. Dazu muss ich noch ergänzen, dass das nur als Übung gedacht ist, den Finger richtig anzuheben. Während eines Stückes könnt ihr den Finger beugen, aber ihn nicht dafür extra weg vom Loch anheben, sondern auf dem Loch den Finger beugen. Dann bekommt ihr auch viel besser ein Gefühl dafür, wo der Finger hin muss, als wenn ihr einfach nur wegschiebt, weil dann ist das so eine undefinierbare Fläche, die ihr da fühlt, aber ihr wisst nicht, bin ich jetzt auf dem Halbloch oder nicht. Von daher, wie gesagt, mein Tipp, dass ihr das so probiert, dass der Finger also von gestreckt zu etwas gebogen geht. Und das könnt ihr dann auch mal als gesamten Griff probieren, wenn ihr zum Beispiel vom C ausgehend die 3 Finger direkt drauf macht und den Ringfinger dabei schon etwas gebeugt runtersetzt. Dann könnt ihr natürlich auch mal eine Übung dazu machen. Tiefes G, tiefes Gis, tiefes A. Und natürlich könnt ihr mal die Kombination üben zwischen dem tiefen Gis und dem hohen Gis, was wir eben besprochen haben. Und dann nicht vergessen, dass beim tiefen Gis der Finger aufs Halbloch kommt und beim hohen Gis ganz drauf. Dann habe ich mal als dritten Problemton, der vom Greifen her einfach ein bisschen knifflig ist, das hohe G ausgewählt, also das G der dritten Oktave. Wir können ja das tiefe G auf der Altblockflöte spielen, das mittlere G und dann gibt es ja noch ein hohes G, also eine ganze Oktave höher. Auf der Sopranblockflöte wäre das hohe D.
Und das findet ihr in den Grifftabellen normalerweise mit einem Doppelgabelgriff. Das heißt, hier eine Gabel, wie sich das nennt, ein Gabelgriff. Und hier unten ein Gabelgriff, also der mittlere Finger ist jeweils nach oben. Das sieht dann aus wie eine Gabel, deshalb nennt man das so. Und der Daumen muss natürlich auf dem Halbloch sein, beziehungsweise bei ganz, ganz leicht geöffnetem Daumenloch. Ja, also es heißt immer halbes Daumenloch, das wäre ungefähr so. Das ist aber viel zu weit geöffnet, damit werdet ihr kein hohes G hinbekommen. Sondern das muss so gut wie zu sein und vielleicht ein halber Millimeter Spalt noch. So findet ihr das, wie gesagt, in den Grifftabellen. Aber dieser Griff klingt leider auf fast allen Blockflöten zu hoch. Und deshalb muss leider noch ein Finger hinzu. Aber an sich, so wie ich euch bis jetzt den Griff gezeigt habe, ist der natürlich auch schon relativ ungewöhnlich. Also wenn ihr sagt, mir ist das egal, ob der verstimmt klingt, in meiner Grifftabelle steht der so, ich spiele den so, dann müsst ihr eben euch klar machen, zweimal Gabelgriff. Vielleicht funktioniert das besser, als wenn ihr in der Tabelle guckt, okay, der ist drauf, der ist nicht drauf, der ist drauf. Euch einfach klar macht, zweimal Gabel. Und wie gesagt, er ist normalerweise viel zu hoch, weil er soll zwar nicht mega laut geblasen werden, aber er braucht eine gewisse Luftgeschwindigkeit und muss sehr fokussiert geblasen werden. Und da braucht ihr schon ein bisschen Lautstärke und das wird dann schnell zu hoch. Deshalb muss unbedingt noch der kleine Finger aufs Halbloch dazu. Und dazu könnt ihr jetzt wieder beherzigen, was ich euch beim tiefen Giss erzählt habe, nämlich dass der Finger eher gebogen gedacht ist als weggeschoben. Wenn es mal sehr schnell gehen muss, dann kann man auch wegschieben. Aber damit ihr das Gefühl bekommt, wo sich das Löchlein befindet, würde ich das unbedingt machen mit diesem Beugen. So, also so geht das hohe G oder das hohe D auf der Sopranblockflöte eigentlich. Wir reden ja heute nur drüber, wie die Griffe gemacht werden und was schwierige Griffe sind. Wie ihr das jetzt hinbekommt, dass das G auch richtig gut anspricht, nicht rauschend klingt, nicht zu laut. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sind einige Faktoren für wichtig. Ich habe ja schon einige Videos dazu gemacht, wie ihr hohe Töne spielen könnt. Und ich sage es immer wieder in meinem Digital-Videokurs Blockflöte Next Level, da lernt man das hohe Töne spielen so richtig von der Pike auf. Also falls euch das interessiert und ihr wollt euch da weiter vertiefen, ist das vielleicht eine Option für euch. Heute reden wir nur über die Griffe, wie gesagt, und das hohe G, also Doppelgabel plus Halb, und die Stimmung und der Klang werden es euch danken. So, jetzt kommen wir mal zu schwierigen Griffen, in Anführungszeichen, die eigentlich nicht schwierig zu spielen sind, aber die nach meiner Erfahrung mit Schülerinnen und Schülern, wenn sie im Stück vorkommen, große Probleme aufwerfen. Und zwar nicht, weil sie schwer zu spielen sind, sondern weil ihr dabei so nachdenken müsst, dass ihr ganz durcheinander werdet. Und das erste Beispiel hier wäre das Dis auf der Altblockflöte oder auch das Ais auf der Sopranblockflöte. Wie ihr seht, greife ich das Dis auf der Altblockflöte genauso wie ihr ein S greift auf der Altblockflöte, beziehungsweise wie viele von euch das greifen oder wie man auf der Sopranblockflöte ein B spielt, langläufig. Ich persönlich spiele die beiden Töne nochmal anders, aber das ist jetzt nebensächlich, also so wie die meisten von euch den Griff fürs B auf der Sopranblockflöte kennen oder fürs S auf der Altblockflöte. Denn das Dis auf der Altblockflöte ist wiederum enharmonisch verwechselt das gleiche wie das S auf der Altblockflöte, beziehungsweise das Ais auf der Sopranblockflöte ist enharmonisch das gleiche wie das B. Bloß, da steht ja dann im Fall der Altblockflöte ein D mit einem Kreuz davor. Und dann müsst ihr umdenken, okay, ich muss eigentlich wie ein S greifen. Beziehungsweise auf der Sopranblockflöte steht da ein A mit einem Kreuz davor und dann geht das Denken los. Ein A mit einem Kreuz davor, wie kriege ich den denn jetzt höher? Und das ist einfach der Griff fürs B.
Das ist also vom Greifen her nicht schwer, nur vom Denken her. Ihr nehmt das also visuell auf, ihr seht ein D da stehen mit einem Kreuz davor und ihr fangt an zu rattern und zu denken, ein D. Und da das B auf der Sopranblockflöte oder das S auf der Altblockflöte viel häufiger vorkommen in den Tonarten, in denen wir meist spielen, ist das eben ungewöhnlich, dass ihr diesen Ton kennt. Da hilft es nur, sich mal ohne Flöte hinzusetzen und sich klar zu machen, okay, ist wie ein S oder ist wie ein B und sich das vielleicht auch mal klein drüber zu schreiben, also einfach S. Offiziell ist es ja nicht derselbe Ton, aber trotzdem für unsere Griffe hilft uns das natürlich. Ich komme jetzt zu unserem 5. Problemton oder auch zum 2. Ton, der vom Denken her etwas schwierig sein kann. Und wie gesagt, ich habe einfach wahllos mal ein paar Töne ausgesucht, bei denen ich die Erfahrung habe, dass euch das so geht. Wenn ihr noch weitere Töne wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich auch weitere Videos dazu machen. Also als 5. Ton habe ich mal das hohe Cis gewählt auf der Altblockflöte, beziehungsweise das hohe Gis auf der Sopranblockflöte. Auch hier wieder enharmonisch verwechselt. Auf der Altblockflöte wäre das hohe Des und auf der Sopranblockflöte das hohe As. Was ist also in der Praxis los? Ihr seht da ein hohes C stehen auf der Altblockflöte. Denkt, okay, hohes C. Und jetzt hat das C aber ein Kreuz davor. Das heißt, ihr müsst höher. Woran denkt ihr dann zuerst? Einen Finger hochheben. Dann sind wir natürlich schon zu weit, zu hoch. Dann sind wir beim hohen D, beziehungsweise bei der Sopranblockflöte schon beim hohen A. Das kann es also nicht sein. Das kann uns aber helfen. Ich würde euch empfehlen, damit ihr euch das mal so richtig klar macht, wie das Cis geht oder das Gis, dass ihr wirklich mal einen Ton höher spielt und jetzt versucht mal ganz praktisch von diesem zu hohen Ton noch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Das funktioniert natürlich nicht, indem ihr euren Ringfinger wieder drauflegt, dann seid ihr ja wieder beim C. Sondern vielleicht könnt ihr irgendeinen anderen Finger drauflegen. Ja, und wenn ihr das dann ausprobiert, dann merkt ihr sofort, dass der nächstbeste Finger, nämlich der Zeigefinger rechts, tatsächlich funktioniert. Und das ist auch der richtige Griff. Vielleicht hilft euch das, wenn ihr im Stück einem Cis begegnet, einem hohen Cis, dass ihr nicht wahnsinnig nachdenkt, okay, da war irgendein Finger, war weg, irgendeiner war drauf. Das ist immer irgendwie ein schwieriger Griff für euch alle, sondern dass ihr euch klar macht, okay, das ist fast so hoch wie das D, aber nicht ganz, deshalb muss noch ein Finger mehr drauf. Und dann merkt ihr, dass er eigentlich gar nicht schwer zu spielen ist, sondern man nur gut nachgedacht haben muss, wie er zustande kommt. Und der letzte Ton, den ich euch erklären will, der auch damit zu tun hat, dass man was anderes sieht, als man tun muss sozusagen, also ganz ähnlich wie der Ton vorher, ist das hohe Ais auf der Altblockflöte. Beziehungsweise das hohe Eis auf der Sopranblockflöte. Da denken wir jetzt erstmal nochmal nach, bevor wir den spielen. Was bedeutet denn ein Ais? Ein Ais ist ein erhöhtes A. Oder Sopran, ein Eis ist ein erhöhtes E. Und das ist wieder so furchtbar kompliziert zu denken. Ihr könnt aber wieder von oben aus denken. Was habt ihr denn beim A als nächsthöheren Ton? Der nächsthöhere Ton vom A aus ist ja das H. Und das H ist aber schon zu hoch. Was ist denn dann noch dazwischen, zwischen dem A und dem H, was tiefer ist als das H, aber höher als das A? Und dann kommt ihr wahrscheinlich drauf, es ist das B. Und genauso geht dieser Griff auch. Ihr seht da ein A mit einem Kreuz stehen und ihr müsst eigentlich ein B greifen. Bei der Sopranblockflöte ist es jetzt noch ein bisschen anders. Da ist es nämlich so, wenn ihr ein E habt mit einem Kreuz davor, das heißt, ihr müsst höher denken als das E, dann kommt ihr als nächstes direkt zum F und das ist tatsächlich der richtige Ton.
Also ein E mit einem Kreuz davor ist ein E-Is oder auch enharmonisch verwechselt ein F. Also das ist ganz schwer zu denken. Ihr seht ein E mit einem Kreuz, dann müsst ihr F spielen. Das gilt natürlich auch für die Altblockflöte. Wenn ihr da ein E-Is habt, ist es auch eine F. Ja, das könnte man natürlich übertragen auf alle möglichen Kreuztöne und diese enharmonische Verwechslung. Ich habe jetzt mal nur ein paar Beispiele rausgenommen. Ich hoffe, dass das ungefähr das getroffen hat, was ihr euch vorgestellt hattet bei einem Video zu schwierigen Griffen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Griffe ihr noch gezeigt bekommen möchtet und welche Schwierigkeiten ihr habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!